Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Das römische Imperium, eine Legion, ca. 6000 Mann, singend Legio Eterna, Eterna, Victrix. Das war mit Sicherheit beeindruckend für Freund und Feind, wenn da diese Kolonne marschierte mit 6000 Soldaten, mit dem Tross, mit dem Kriegswerkzeug und dazwischen die Kriegshunde laut bellend einstimmend in den Gesang. Ja, das war mit Sicherheit ein beeindruckendes Schauspiel, wenn das römische Imperium da zu ihnen unterwegs war, um ihnen Wohlstand und Kultur zu bringen, ob sie wollen oder nicht, ja. Kriegshunde. Oftmals denkt man sofort bei diesem Begriff an das römische Imperium. Doch, die Römer waren eigentlich eines der letzten antiken Völker, die Hunde als Waffe im Krieg oder zu Kriegszwecken einsetzen. Ja, viel früher waren das schon Völker aus dem Osten, die Assyrer, die Phönizier und auch die Kelten und die Germanen setzten Hunde im Krieg als Waffe oder als Kriegshund viel früher ein, als es die Römer taten. Doch die Römer lernten schnell. Ja. Die sahen, wie effektiv Hunde beim Kriegseinsatz sein konnten und übernahmen das Ganze. Man weiß von Julius Caesar, als er damals Richtung Großbritannien expandierte, dass der von den keltischen Kriegshunden auf der Insel derart beeindruckt war, dass er sehr viele davon nach Rom verschiffen ließ. Zuerst wurden diese Hunde zur Belustigung in den Arenen eingesetzt, im Kampf gegen Gladiatoren und andere Tiere. Später dann verfeinerte man das Blut der eigenen Kriegshunde, der römischen Kriegshunde, mit diesem Blut der keltischen Kriegshunde. Daraus entstand, so vermutet man, der heute berühmte Canis pugnax, der römische Legionärshund. Ich weiß, irgendwann mal wo gelesen zu haben, dass Julius Caesar einmal von sich gab, dass ein gut ausgebildeter Kriegshund mehr wert sei als ein Dutzend Legionäre. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, wo ich das gelesen habe, aber gelesen habe ich es, das ist Fakt. Ja, Kriegshunde, Canis pugnax. Um was geht es heute überhaupt? Heute geht es um den mächtigen Mastino Napolitano, und der Mastino Napolitano und der Cane Corso meiner Meinung nach so zu beschreiben. Ich würde sagen, der Cane Corso ist der arbeitstaugliche Canis pugnax und der Mastino Napolitano ist die Showlinie des Canis pugnax. Doch dazu möchte ich später dann noch detaillierter eingehen. Aber ganz kurz nochmal zurück zu den römischen Legionen, und wenn man sich vorstellt, als vor etwas über 2000 Jahren Varus da mit diesen 3 Legionen durch den Teutoburger Wald zog und 18.000 Soldaten in etwa von Arminius, also dem damaligen Anführer der Germanen, der ja die Seiten gewechselt hat. Zuerst diente er als römischer Offizier und begab sich dann zu seinen Vorfahren, den Germanen. Also da wurde die sogenannte Varusschlacht, wo da 3 Legionen der Römer aufgerieben wurden im Teutoburger Wald. Und ich weiß nicht genau, man kann das auch nirgends herausrecherchieren, nirgends herauslesen. Man erfährt eigentlich nicht viel darüber, wie viel Kriegshunde in einer römischen Legion anwesend waren. Ja, man weiß, dass die Römer damals die disziplinierteste und beste Armee der Welt, die waren derartig straff strukturiert, die hatten garantiert auch eine gewisse oder eine bestimmte Anzahl an Kriegshunden pro Legion mitgeführt. Ja, man weiß heute nicht, wie viel das waren. Wurde das niemals niedergeschrieben oder ich weiß es nicht. Ja, aber ich schätze mal, bei 6000 Mann pro Legion werden das schon an die 30 Hunde gewesen sein. Und wenn man nimmt bei der Varusschlacht, da wurden 3 Legionen von den Germanen im Teutoburger Wald völlig aufgerieben. Also denke ich mal, waren da so an die 100 Kriegshunde mit dabei. Ja, die werden sich da teilweise nach der Schlacht irgendwie aufgelöst haben, da im Wald verwildert ihr Leben dahin gefristet haben, oder sind sie getötet worden bei der Schlacht selbst. Aber der eine oder andere Kriegshund, Canis pugnax, der ist mit Sicherheit auch von irgendeinem germanischen Stamm aufgenommen worden. Und wer weiß, vielleicht sind genau das die Hunde, von denen
der Rottweiler abstammt. Ja, jetzt zurück zum Mastino Napolitano. Nach Zusammenbruch des römischen Imperiums war natürlich auch kein Gebrauch mehr für den klassischen Kriegshund, ja, der ja damals verschiedene Aufgaben hatte. Das waren recht wilde Gesellen, ja, mit ausgeprägtem Jagdtrieb, Wachtrieb, Schutztrieb. Das waren Jagdhunde, Wach- und Schutzhunde, die waren teilweise auch Verbündete in der Schlacht, die wurden eingesetzt als Schocktruppen, nicht so häufig, wie man glaubt, wenn man den Begriff Kriegshunde hört, doch, das wurde getan, hatten aber hauptsächlich auch psychologische Aufgaben zu erfüllen, das heißt, wenn man mit einer Gruppe Kriegshunde auf den Feind zumarschierte, die geifernd vor Wut, vor Kampfeslust sich da gebärdeten, dann hatte das schon psychologische Wirkung auf den Feind auch. Ja, und diese Hunde hatten dann natürlich diesen Zweck nicht mehr zu erfüllen, nach Zusammenbruch des Römischen Reiches, und die gingen dann mehr oder weniger bei den Bauern am Land auf. Das waren dann die sogenannten, oder die waren dann bekannt, speziell in Italien oder eigentlich nur in Italien, als der italienische Bauernhund. Ja, also jeder Bauer hatte irgendwie einen Nachkommen dieser römischen Legionärshunde, dieses Canis pugnax. Diese Hunde hatten auch dann als Bauernhund die Aufgabe, die Leute bei der Jagd zu unterstützen, den Hof zu bewachen, zu beschützen und so weiter. Mit dem Vieh zu arbeiten. Das waren alles arbeitsfähige, starke, mutige, große, schwere Hunde. Ja. Aber weit entfernt von der Anatomie, sagen wir mal so, des heutigen modernen Mastino Napolitano, der Showline, also wie man ihn auf großen Ausstellungen sieht. Dazu komme ich dann auch nochmal später. Leider hat der Vorfahre des Mastino Napolitanos und des Cane Corsos dasselbe Schicksal erlitten wie viele große, schwere Hunde, die doch ein gewisses Maß an Futter benötigen. Und zwar standen die schon kurz vor dem Aussterben. Das geschah mit vielen großen, schweren Hunden. Wir wissen, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Kriege vorher, die Leute hatten oftmals selbst nichts zu essen. Wie sollten die dann einen großen, schweren, starken Hund durchfüttern, am Leben erhalten? Das ist ganz klar. Also der Hund war schon fast ausgestorben, und nach dem Zweiten Weltkrieg, in den späten 40er Jahren, ich weiß nicht mehr genau, 46 oder 47, begann man damit zu versuchen, diesen alten römischen Legionärshund, diesen alten italienischen Bauernhund, römischen Bauernhund, wie auch immer man will, wiederzubeleben. Und man begann damit zu suchen oder Exemplare zu suchen, die in etwa das Abbild des Canis pugnax, des damaligen, so wie man es damals wusste, dass er aussah, darstellten. Man wurde da fündig. Ich habe mir einen Dschungelzettel mitgenommen, denn ich vergesse manchmal, wie man diesen Namen ausspricht, und begann mit einem Rüden namens Vaglione. Alle Italiener, die mir jetzt zusehen, verzeihen Sie mir, wenn ich das falsch ausspreche, oder Sizilianer, da schreibt man völlig anders, als man es sagt. Vaglione, glaube ich, hieß der Hund. Das war, ich habe mir auch ein Bild herausgesucht von diesem Hund, ein toller Rüde, wunderschön. Und sehen Sie sich diesen Hund mal an. Vergleichen Sie dann einen Mastino Napolitano und einen Cane Corso damit. Sie werden derselben Meinung sein wie ich. Dieser Vaglione war der Stammvater des heutigen modernen Mastino Napolitanos. Also den sieht man heute als den Stammvater des modernen Mastino Napolitanos. Und aus diesem Hund, aus diesem Vaglione, was so viel heißt wie Junge oder mein Junge oder so in der Richtung irgendwie, stammt eigentlich der heutige moderne Mastino Napolitano ab. Der heutige moderne Mastino Napolitano hat mit dem Canis pugnax, so wie er damals zur Zeit des römischen Imperiums unterwegs war, anatomisch gar nichts mehr gemein. Ja, also es gibt sehr gute Mastino Napolitanos da draußen, aber gute Mastino Napolitanos, so wie ich sie als gut bezeichnen würde, werden Sie auf großen Hundeausstellungen nicht finden. Denn diese Hunde würden dort nichts gewinnen. Der Schönheitswahn, der
standardtechnische, der sich da durchgesetzt hat beim Mastino Napolitano, ist in derselben Kategorie beheimatet wie der von der englischen Bulldogge. Sehen Sie sich eine englische Bulldogge an aus dem 19. Jahrhundert und sehen Sie sich englische Bulldoggen heute an. Ja. Und so ähnlich ist das auch verlaufen beim Mastino Napolitano. Ich habe da mal ein Vergleichsvideo gebracht zwischen Cane Corso und Mastino Napolitano. Ich wurde dann kurz darauf nach diesem Video von einem Herrn angeschrieben auf meiner Privat-E-Mail-Adresse, die Sie auf meinem Kanal jederzeit aufrufen können, sollten Sie Fragen oder Infos in meine Richtung haben. Der hat mich angeschrieben und hat mir ein Bild seines Rüden geschickt. Einen Mastino Napolitano mit über 80 cm Schulterhöhe und ich glaube auch über 80 Kilo schwer und wollte mir eigentlich mit dem, was er mir in diesem Schrieb an mich gesagt hatte, wollte mir eigentlich nur zeigen, dass es auch heute noch Mastinos gibt, die in den alten Schlag hineingehen. Dieser Rüde, den er mir da geschickt hat, ich möchte kein Bild von diesem Hund bringen hier. Ich habe es zwar, aber ich möchte das nicht veröffentlichen, denn auf meine Frage, ob ich das veröffentlichen darf, bekam ich keine Antwort und vielleicht ist es diesen Herrn nicht recht. Ja. Ich weiß nur, dass dieser Mann nur einen Wurf hatte, bis jetzt glaube ich, aber der in ganz Europa verteilt ist, ja, unter Liebhabern und die Hunde nicht verkauft werden, sondern untereinander verschenkt, so irgendwie in die Richtung. Das dürfte eine fantastische Linie sein. Ja. Und den Hund, den ich da am Bild gesehen habe, also der im Besitz dieses Mannes war, das ist ein fantastischer Hund. Ja. Er beschrieb ihn mir als triebig, gesund, aufmerksam, wachsam, selbstbewusst und so weiter. Er wirkte auf diesem Bild auf mich auch wie ein großer Cane Corso. Ja? Also ganz weit davon entfernt von diesen Mastinos, die Sie heutzutage oftmals auf Ausstellungen sehen. Also diese Faltenmonster, diese überschweren. Ja? Obwohl, nochmal, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit da draußen sehr viele Mastino Napolitanos, die noch in diesen Schlag, dieses Vaglione, die noch in den Schlag in die Richtung Cane Corso hineingehen, etwas größer, etwas schwerer sind, aber dennoch noch gesunde Hunde darstellen. Ja, und der Canis Pugnax, der damalige, der römische Legionärshund, das war ein arbeitsfähiger, starker, schneller, ein robuster Hund. Der heutige Mastino Napolitano, wie Sie ihn sehen, auf großen Hundeausstellungen, wo es um viel geht, das ist kein arbeitsfähiger Hund mehr. Ja. Das ist kein agiler Hund und auch kein gesunder Hund. Und liebe Mastino Napolitano-Freunde da draußen, Sie müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen. Der Mastino Napolitano ist ein toller Hund. Aber der Mastino Napolitano, so wie er heute gezüchtet wird, oftmals präsentiert wird, ist kein gesunder Hund nicht. Viele Besitzer dieses Hundes haben mit schweren gesundheitlichen Problemen ihres Vierbeiners zu kämpfen. Das ist so. Der Hund ist extrem faltig, hat so viel lose Haut, extrem hängende Augenlider. Oftmals ist der Hund zu schwer und so weiter und so fort. HD, ED, Ellbogendysplasie, Hüftgelenksdysplasie, Bänderrisse, Bänderüberdehnungen. Also aus einem Top-Super Molosser wurde da eigentlich mehr oder weniger eine Karikatur erschaffen. Ja. Und deswegen habe ich vorher gesagt, der Cane Corso ist für mich der arbeitsfähige Canis Pugnax und der Mastino Napolitano ist die Showlinie des Canis Pugnax. Schauen Sie, der Cane Corso und der Mastino Napolitano, das sind zwei sehr nah verwandte Hunderassen. Und vor einigen Jahren, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, wann das war das 1974 oder war das schon in den 2000er Jahren? Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Wurde da eine Forschungsarbeit in Auftrag gegeben von irgendwelchen Kynologen und die kamen da drauf, dass der Cane Corso und der Mastino Napolitano, die beiden Hunderassen alleine einen Extrazweig, ja, unter den Molosserrassen einnehmen. Und in einem Video habe ich schon mal gesagt, dass für mich der Cane Corso und der Mastino Napolitano unter den modernen Molossern die pursten sind, ja, die reinsten sind. Ist so, die reinsten Molosser selbst sind für mich die Herdenschutzhunde, das sagte ich schon mal, aber gehen wir jetzt mal von diesen typischen Molosserrassen aus, so wie wir sie heute aus der Kategorie der Molosser kennen. Und hier, das ist für mich in Stein gemeißelt, sind der Mastino Napolitano und der Cane Corso für mich die pursten, die reinsten Molosser. Ja, meiner Meinung nach ist das noch der Canis Pugnax. Ganz besonders der Cane Corso. Ganz besonders der Cane Corso. Denn der kann heute höchstwahrscheinlich genau dasselbe, wie damals der Canis Pugnax konnte. Der Mastino kann das nicht mehr. Diese Showlinien Mastinos. Nochmal zurück zu Mastino Napolitano Besitzer.
Sie haben einen tollen Hund zu Hause. Ein Wahnsinnswesen, gefällt mir sehr gut, sind tolle Hunde. Aber Sie müssen auch zugeben, dass der Schönheitswahn beim Mastino Napolitano extreme Ausmaße angenommen hat und diesem Hund genauso wenig gut tut, wie der Schönheitswahn dem deutschen Schäferhund gut tut. Denn wenn man sich diese Hunde heute ansieht, das ist eine der tollsten Hunderassen auf der Welt, aber das ist fürchterlich. Und wenn man da die Winkelung der Hinterhand bei so abfallenden Rücken, die Hunde fallen schon mehr ab als eine Tüpfelhyäne, und hat ein normaler Hund eine derartig gewinkelte Hinterhand, ist sie bei diesen deutschen Schäferhunden so gewinkelt. Das bedeutet, diese Hunde gehen schon fast wie auf der Ferse, so wie wir Menschen. Also das Laufbild, der Gangbild solcher deutscher Schäferhunde ist schrecklich anzusehen. Und wenn man das kritisiert, offiziell irgendwo im Netz, wird man dann gleich beleidigt von Leuten, die halt solche Hunde haben, weil der Hund kann ja nichts dafür. Schlimm ist eben dieser Wahn, der sich da auf Ausstellungen durchsetzt, den diese Züchter selbstverständlich mitspielen, weil das alles eine Geldsache ist und so weiter und so fort. Und genauso läuft es beim Mastino Napolitano auch. Kommen wir kurz mal zum Standard. Der Mastino Napolitano wird offiziell mit einer Schulterhöhe bei Rüden bis 75 cm und bei Hündinnen bis 68 cm angegeben. Das Gewicht schwankt zwischen 50 und 70 Kilo von Hündin zu Rüde. Es gibt aber sehr viel größere und schwerere Mastinos, aber das ist der Standard. Die Fellfarben reichen von Braunschattierungen über Schwarz und dann dieses Graublau. Sie wissen schon, dieses Silberne, dieser Gendefekt. Ja, also zu Zeiten des römischen Imperiums gab es höchstwahrscheinlich keine Canis Pugnax mit diesem Blau-Grauen. Das ist ein Gendefekt. Das weiß man heute. Das hat man oft bei Amstaffs oder American Pitbull Terriers auch. Cane Corso hat diese Farbe auch oftmals, Weimaraner und solche Sachen. Ein Gendefekt. Ja. Das Fell ist kurz. Die Ohren wurden früher mit Vorliebe kopiert und die Rute auf 2/3 kopiert. In Österreich und Deutschland ist das verboten. Wenn Sie hier einen Mastino Napolitano kaufen, dann hat er ein Schlappohr und eine lange Rute. Ja, diese Hunde sind keine Sportskanonen. Ja. Ich meine, selbstverständlich, ja, schauen Sie, dieser Hund lässt es eher ruhig angehen. Der Mastino Napolitano ist ein Hund für ruhige Spaziergänge. Gehen Sie raus mit ihm 3-4 Stunden am Tag, wenn Sie wollen. Aber lassen Sie es ruhiger angehen. Das ist kein Hund, der sich eignet für Jogger, ja, oder für Radfahrer oder gar für Agility. Ich meine, schauen Sie, ich kann auch mit einem LKW auf die Rennstrecke gehen, aber habe ich Spaß damit? Eher nicht. Ja. Also das ist eher kein Sportler, kein Läufer. Was der Mastino Napolitano ist, er ist ein exzellenter Wach- und Schutzhund. Ein Mastino Napolitano ist ein exzellenter Wach- und Schutzhund und ein liebevoller Familienhund. Ihre Kinder sind bei ihm in bester Hand. Mastino Napolitano, typischer Molosser vom Charakter her, eine sehr hohe Reitschwelle, ist sehr ruhig, regt sich nicht schnell auf. Wenn er sich aufregt allerdings, dann staubt's, dann möchte ich ihm nicht im Weg stehen. Das sind sehr tolle Hunde. Und das Einzige, was mich bei diesem Hund stört, ja, so sehr er mich beeindruckt, allein schon aufgrund seiner Geschichte mit seinem nahen Verwandten im Cane Corso, ist eben dieser wahnsinnige Schönheitswahn. Ich selbst würde mir niemals einen Mastino Napolitano nehmen aus diesen Linien. Ich würde mir allerdings einen nehmen aus diesen Linien wie von diesem Herrn, der mir ein Foto seines Rüden geschickt hat. Also das ist ein Mastino, den würde ich mir vom Fleck weg, ohne viel nachzudenken, nehmen. Ja? Aber wie gesagt, diese Showlinien-Mastinos mit einer Tonne Fell und Falten, mit Augenlider, die bis zum Boden hängen, mit Gewichtern von 85, 90 Kilo auf eine Schulterhöhe von 70 cm, das wäre für mich uninteressant. Das sind Hunde, die sind dazu verdammt zu erkranken. Ja. Ansonsten ist das ein super toller Hund. Und ich bin mir sicher, dass in wenigen Generationen wieder ein super toller, gesunder Molosser dastehen würde, würden hier die Züchter zur Vernunft kommen weltweit. Schade, dass es da keine großen Organisationen gibt, die da wirklich ein gewichtiges Wort haben, etwas mitzureden haben, die da sagen, stopp, und jetzt drehen wir das Ganze wieder um. Schade. Ich meine, vielleicht arbeiten da schon Organisationen dran, ich weiß es nicht. Ja. Ich möchte auch damit nicht starten, weil, ja, Sie wissen schon, was ich meine. Aber das hätte schon Hand und Fuß, denn mit diesem Hund geht ein toller Hund verloren. Ja. Also wenn man so weiter tut, ja, das ist
was willst du mit so einem Hund tun? Ja. Mastino Napolitano mit dem Cane Corso, der direkte Nachkomme des Canis Bugnax, eine beeindruckende Geschichte, ein super Wesen, ein Wahnsinnsfamilienhund. Ja, groß, stark, schwer, ein super Bewacher, ein super Beschützer, etwas ruhigerer Hund, ja, keine Sportskanone. Achten Sie auf die Linie, die Sie sich besorgen, wenn Sie sich einen besorgen. Ja. Am besten ist, Sie begeben sich irgendwo ins ländliche Sizilien, ja, vergessen auf Papiere und irgendwas und schauen, ob Sie dort irgendwo einen alten Bauernhund auskramen können. Ja. Dann haben Sie den pursten Canis Bugnax, den man sich nur wünschen kann. Ja, lieber Zuseher, viel mehr kann ich über diese beeindruckende Hunderasse nicht sagen. Er gefällt mir gut. Schade ist, dass dieser Züchterwahn da ins Endlose marschiert, ins Groteske, ins Wahnsinnige hinein. Ansonsten ein Top-Molosser. Ja, allein schon deswegen, weil er sehr verwandt ist mit meinem Lieblingsmolosser, mit dem Cane Corso. Wenn Sie sich einen nehmen, achten Sie auf die Linie. Lassen Sie die Finger von diesen Faltenmonstern, von diesen überschweren. Sie werden viele Sorgen mit diesem Hund haben, mit diesem armen Hund, muss ich schon sagen. Seien Sie mir nicht böse, wenn Sie so einen Hund haben und jetzt auf mich böse sind. Das ist nicht meine Absicht, aber wir müssen bei der Wahrheit bleiben und Märchen möchte ich hier keine erzählen. Ja, ansonsten ein Top-Hund, beeindruckende Geschichte, wie alle Molosser. Ja, und ich kann nur mal sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon. Ja.